Hallo und willkommen zurück bei Pretty Old Pixel und dem Replay von Star Trek The 25th Anniversary. Mein Name ist Selma. Das letzte Mal hatten wir die Klingonen-ähnlichen Roboter entdeckt, haben den Eingang gefunden zur Mine, Beeren, und sind jetzt hier dabei, mit dem Kollegen die Beeren in eine Medizin zu synthetisieren, die wir dem Kollegen von ihm geben können, der scheinbar verletzt wurde, und scheinbar ist das der ohnmächtig geworden ist, wobei ich da dachte, der hieß irgendwie anders. Aber gut. Wir sind jetzt hier in dem Labor und schauen uns das Ganze nochmal an. Ein antiquierter Synthesizer. A few fossil shells, the skull of a cat-sized alien animal, and a very encrusted twist of metal. A multi-purpose workspace with fine, well-worn tools and equipment close at hand. An old-fashioned computer. It appears to have some type of simulation running. Der sieht wirklich sehr antiquiert aus. Assorted pieces of glass rest on this table, from ancient beakers to double burners. Ensign Everts finds himself fascinated by the acolytes and their planet. Okay, das ist schon mal gut. I never dreamed that Starfleet would be interested in my discoveries, Captain. But our God often surprises us. Genau. So, gebe ich dem mal die Berries. The settings on the Ardak 4 have already been adjusted. Simply place the berry in the machine and the hypoditoxin will be synthesized. Okay, also der Ardak 4, das scheint ja der hier zu sein. The machine synthesizes a quantity of hypoditoxin. We've got to get this to Brother Chubb as quickly as possible, Jim. Okay, haben wir das jetzt gleich aufgenommen? Da gucke ich nochmal ins Inventar. Ja. Dann, zack, gehen wir mal zu dem Bruder hier rüber und geben dem die Medizin, weil der hat irgendeine Infektion und an der kann er dann sterben. Das wollen wir natürlich nicht. Thank you. You're most kind. So, dann nehmen wir nochmal Kenner. This man has recently suffered a nasty but non-life-threatening wound. The damage has been adequately cared for. The man's vital effects are attributable to shock and stress. Okay, dem geht es jetzt definitiv besser. The alien's life signs seem stress elevated. Otherwise, he appears fundamentally healthy. Weiß nicht. The man is suffering moderately from the effects of his age, but seems healthy, alert, and in fine spirits. Okay. The man seems worried and stressed, but all body functions appear within normal limits. Wenn die Roboter oder die Gegner hier schon Klingonen imitieren können, wer weiß, vielleicht können sie das auch mit Bewohnern. I am Brother Grisnash. I went up the mountainside in solitary prayer, seeking to face my fears. Indeed, I found them. A bellowing Krognik demon with sharp teeth and a long snout descended upon me in a rush of wind. Captain, a Krognik demon has a decidedly wolfish appearance. Brother Grisnash, is this not the traditional shape of the Evil One and his minions among Tellarites? It is. I believe this may be significant, Captain. Wenn ich ehrlich bin, habe ich das jetzt nicht ganz verstanden. Warum hat das eine Signifikanz? Achso, weil das Böse, was ihn angegriffen hat, aus deren Überlieferungen stammt. Kann ich den nochmal? Ah ja. It is. I believe this. Okay. Brother Kandre was, or is, my partner. I was on the communications link when the demons caused the rockfall and silenced him. He said he'd found a strange door with devilish writing. Truly, he came upon the gate of hell itself. Okay, also hatte ich doch recht. Der da drin gefangen ist und ohnmächtig geworden ist, ist noch jemand anders wie er hier. I headed up the party that sought to rescue Brother Kandre. Without warning, the demons appeared and attacked us as we approached the mine. Can you tell us what they look like? Like the demons that have plagued devout folk since before our people left the earth. Huge, muscular demons with ruddy skin, truly the manifestation of evil, with bat wings, horns and talons and a pointed tail. God preserve us all. One tore open my arm and I surely would have perished, but for my companions who bore me back down the mountain. The demons didn't follow you? No.
Okay, also die haben eine Gruppe, oder das war eine Gruppe, die halt diesen Bruder Kendrish wieder zurückholen wollten, der ja von den Demons gefangen wurde, Demons in Anführungszeichen. Und wie es scheint, haben die alle die Form aus deren Überlieferung, also schon teufelsähnlich, weil das wohl auch welche sind, die die Erde verlassen haben. I am Brother Stephen, an Ignatiate following the holy teachings with mind and soul alike. I believe the anomalous mineral readings in combination with evidence of ancient disturbances in this otherwise highly stable geologic location indicates previous habitation of the region eons ago. Why, Spock, you two should get along fine. He sounds just like you. I would be equally honored to discuss medicine with you, Doctor, as science with your Vulcan associate. Let me continue. I believe our God made humans, aliens, and demons all. If I could get a real demon into my study, I would bless our God for the opportunity, as I thank him for everything in this life. You tread close to unholy knowledge, Brother Stephen. I appreciate your prayers, Brother Roberts. Captain, if you and your people go up the mountain, I hope afterward you will visit me in my study, which is next door. I'm too old to make the trek myself, but I'm eager for knowledge. In return, I will offer you what insights our God grants these old eyes. Jim, I've completed my study, and I find no evidence for physical or mental disturbances among the colonists causing them to see hallucinations. There must be other reasons for what these people are seeing. Okay. Also hier ist so der typische Konflikt zwischen Wissenschaft und Glauben. Hier mehr so der Glaubensbart mit Teufel und dem Bösen und Gott, der alles erschaffen hat. Und hier ist der Wissenschaftler, der zwar auch daran glaubt, aber gerne Beweise hätte. Ich bin mal gespannt, was der sagt, wenn wir dem die Hand geben. What an interesting artifact. It appears to have been damaged. When you have a chance, take it to my lab and we'll see if it can be repaired. Und er sagt, okay, ein sehr interessantes Artefakt. Bring das doch in mein Labor und wir schauen uns das Ganze mal an und gucken, ob wir das repariert bekommen. Wollen wir natürlich gleich mal versuchen. Man hakt hier so ein bisschen an der Ecke. So, müssen wir das in den Computer stecken? Ich weiß nicht. Gucken, was er dazu sagt. What a fascinating piece of equipment. Highly advanced technology. You see here, it seems to have been damaged, however. Take it to my workbench and let's see if it can be repaired. I fear my hands are too shaky to perform such fine work, but perhaps one of you can do it. Okay, wir sollen das hier zu seiner Werkbank, ich vermute, dass das bringen, um das zu reparieren, weil er schon zu sehr zittert. Spock, see what you can do about that hat. This machinery is delicate, but I have managed to repair the circuitry. Krass zu reparieren, okay. Gucken. This hand was taken from the Klingon outside the cave. Okay. One Starfleet issues. Das geht ja nicht im Inventar. Können wir das dann Spock direkt geben? Nothing happens. See how the fingertips have micro-sized sensors? I wonder what use they may have. Das frage ich mich auch. Wahrscheinlich, um das irgendwie... um irgendwas zu öffnen oder so? Schauen wir mal. Save new game. So, ich spiele das Ganze ohne Komplettlösung. Ein bisschen erinnere ich mich da noch dran, aber bevor ich jetzt die ganze Zeit hänge, gucke ich mir natürlich dann irgendwann noch mal eine Komplettlösung vorher an. Den Computer hatten wir schon. Kann ich den benutzen? Mr. Spock, see what you can dig up from that old-fashioned computer terminal. Ich finde das auch interessant, dass man das Kirk halt die anderen hinschickt. Notice how it models the proper situation for a total eclipse. Aha, okay. Dieses Modell zeigt eine Sonnenfinsternis von der Erde. Interessant. Kann ich hier noch? Mr. Spock, see what you can dig up. Nee. Mr. Spock, see what you can dig up from that old-fashioned Nee, nicht den Computer. There is nothing at the moment for me to do there. Okay. There is nothing at the moment for me to do.
You are interested in my little museum of curiosities? Looks like a pile of junk if you ask me. Fragt er halt, ob wir interessiert sind in seiner kleinen Auswahl an Kuriositäten und Kirk sagt, sieht aus wie ein Stück Müll. Yes, tell us about these things. Oder wir sagen halt, sind interessiert, erzähl uns mehr. Where did you find all this? Wo haben Sie das Looks her? like a pile of junk. Na, Yes, sagen wir tell mal us hier. about these things. I enjoy talking about these treasures. Shall I go into mineral specimens? Meteorite, fossil shells, skull of a small alien animal, twist of metal, or would you rather move on to something else? Mineral specimens. True curiosities, nothing more. I think they're very pretty, don't you? Shall I go into mineral specimen? Meteorite. I believe this is evidence of the cataclysm which destroyed the moon of Pollux 5 eons past. I've constructed a theoretical model based on analysis of the planet's rings of what things might have been like. I think that the moon, like Earth's moon, would have made a total eclipse of the sun possible. I would have liked to have seen that. For conditions making a perfect total eclipse are rare in the universe. Our God creates great wonders. Shall I go into mineral specimen? Meteorite, fossil shells, one of the oldest forms I've seen on this planet. Our God makes beautiful things indeed. Shall I go into minerals? Fossil skull of a modern Silati, the largest creature native to this planet, about the size of a house cat from Earth. The Silatis combine a rather insectoid pattern with four-legged reptilian form, including praying mantis-like forelimbs. Shall I go into minerals? Interessant. Fossil skull, twist of metal. This chunk of rock is a greatly weathered example of a vanadium tungsten alloy, which doesn't occur naturally. It is my best evidence that the area was previously inhabited. Shall I go into minerals? Aber jetzt haben wir alles durch, oder? Very well. I can't imagine why, but if you have a further interest in any of... Okay. Damit hätten wir das alles. Save new game. Mal. Und raus. So. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die Höhle. Die Klingonen liegen hier immer noch rum, aber wir haben hier die eine Hand zumindest repariert. So, was ich jetzt nochmal machen wollte, ist den Tricorder benutzen. Captain, ich habe Probleme, eindeutige Messwerte aus dem Inneren dieses Berges zu erhalten. Daran könnte die diversen Erze und deren Strahlungen schuld sein. Aber ich bin mir nicht sicher. Okay, also sind wir hier relativ blind. Hier scheint eine Tür zu sein, die verschüttet ist. Ja, da wissen wir ja schon, was man machen kann, aber... A large pile of rubble blocks what appears to be a large metallic structure. A huge boulder sits upon a large pile of rubble. A large pile of rubble. Okay, hier kann man hier rausgehen? Nee. Okay, also, wie löst man solche Probleme? Immer mit Phasern. Der sieht so aus, als müsste er weg. There is no apparent effect. That action would be completely illogical, Captain. Okay, scheinbar war das richtig. Wir haben hier den Kollegen gefunden. Nehmen wir natürlich schnell den medizinischen Tricorder und lassen Pille da. Okay, der ist verletzt. Sprechen können wir mit dem auch nicht. Medikit. It was a near thing, but he'll live. So, den haben wir jetzt erstmal geheilt. Wollen wir mal angucken? Brother Kandri is barely conscious and is lying still, trying to regain his strength. Kandri, das ist der, der vermisst wurde. So, vielleicht können wir mit dem jetzt sprechen.
Oh, thank you, kind souls, for saving my life. Let me rest here for a little before returning to report this miracle to Prelate Angiven. Okay. This looks like some of the hand security panels on the Enterprise. Okay, das scheint ein Scanner zu A sein. large metallic door is set in the structure. Den haben wir einfach gerettet, netterweise. Ich glaube nicht, dass wir da von dem jetzt was haben. Können wir den hochbeamen? Nothing to report, Captain. Nein. Okay, ich wollte einmal noch... It appears to be a security lock designed to open the door when the correct handprint is registered. Okay. Fascinating, Captain. This door is made of an unknown material. It is clearly built by an alien race we have no knowledge of. Gut. Dann eindeutig so. The hand circuitry triggers a connection and the door opens. Okay, hier scheint es ja dann weiterzugehen. Save new game. Kann ich mir das nochmal angucken? Steht da irgendwas? This looks like some of the hand security. Gut, gehen wir mal weiter. Die Tür ist jetzt jedenfalls offen. Naja. Okay, wo sind wir hier? It appears to be an abstract piece of alien art. Das soll Kunst sein? Okay. Many alien machines fill the room. Ach so, für uns erscheint es als Kunst, ja, weil wir es nicht verstehen. This floor contains conduits for conducting geothermal energy. Geothermale Energie wird hier durch den Fußboden geführt. Fußboden ist vielleicht nicht die beste. Naja. Okay, ich dachte, hier könnte man weiter. Scheint nicht so zu sein. Okay. It is an alien life support system, Captain, utilizing geothermal energy. It is still functioning, waiting for some sort of signal. Aha. Fascinating, Captain. It is a diagram of a lunar eclipse of this planet. See how the red sphere, the moon, is casting a shadow on the blue sphere, Pollux 5. This must be a very old piece of work, because this planet's moon was destroyed thousands of years ago. The machinery is waiting for the gravitational pull of another eclipse to activate it. An eclipse that will never come. And one other thing, Captain. This may also be a diagram showing the proper settings on that control panel. Okay, also das scheint ein Lebenserhaltungssystem zu sein, was noch funktioniert, aber auf den die Gravitationsveränderung einer Sonnenfinsternis wartet, um aktiviert zu werden. Außerdem scheint das hier auch noch die Settings für irgendein Control Panel zu sein. Okay, das scheint ein Not an zu sein. So, und jetzt muss man das hier irgendwie einstellen. Schauen wir mal. Okay, jetzt wäre alles rot und es war so. So. Aha. Wie soll ich das denn deuten? Nothing happens. Nothing happens. Okay. Verstehe ich nicht so ganz. Können wir da nochmal einen Blick drauf werfen? Fascinating, Captain. It is a diagram of a lunar eclipse of this planet. See how the red sphere, the moon, is casting a shadow on the blue sphere, Pollux 5. This must be a very old piece of work, because this planet's moon was destroyed thousands of years ago. The machinery is waiting for the gravitational pull of another eclipse to activate it.
an eclipse that will never come. And one other thing, Captain. This may also be a diagram showing the proper settings on that control panel. Ja, ich würde sagen, das Rätsels Lösung schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich kann mir schon ungefähr vorstellen, wie das zu sehen ist, aber die Vermutungen schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und bis.